einem neuen Video. Und ja, heute sind wir beim nunmehr 4. Teil meiner Fukubukuro-Videos. Da einige danach gefragt hatten, dass ich alle Fukubukuro zeigen soll. Eigentlich war mit dem 4. Teil schon das Ende geplant, aber da so viele gefragt haben, wird es dann noch ein 5. Video geben. Darüber erzähle ich aber dann später noch ein bisschen mehr. Wir schauen uns heute also erstmal mein 4. Fukubukuro-Video an und da wird es um diese 2 Taschen gehen, die hier um mich rumstehen. Eine ist für mich, eine ist für meine Freundin. Ich habe 2 geholt und wer es schon erkennen kann, es geht um Ghibli. Ich hatte die Ghibli Fukubukuro vor 3 Jahren schon einmal geholt, damals im Laden, und aufgrund dessen, dass wir in Yokohama waren. Damals war das Pokémon Center noch im Landmark Tower und mein Mann hat sich beim Pokémon Center angestellt und ich mich beim Ghibli Store. Da das beides in einer Ecke war, hat das halt gepasst, dass sich jeder irgendwo anstellen konnte. Und ja, da haben wir die Fukubukuro geholt vor Ort und ich habe jedes Jahr wieder drüber nachgedacht, aber Ghibli ist auch sehr beliebt, das heißt, man muss sich relativ zeitig morgens anstellen. Und ich mag zwar Ghibli wirklich sehr, aber dann doch nicht so sehr, dass ich mich morgens früh um 6 auf den Weg mache, um eine von den Tüten zu holen. Das würde ich ehrlich gesagt inzwischen für fast gar keine Tüte mehr machen. Ich wüsste gar nicht, für welche ich mich wirklich jetzt früh anstehen würde, denn die meisten bieten halt inzwischen was online an. Das heißt, ich versuche mir die Sachen online zu sichern oder dann halt Secondhand. Wirklich früh ab 1.1. oder ab 2.1. aufstehen. Und dann ganz müde da vorm Laden für ein paar Stunden warten, um so eine Tüte zu bekommen. Aus dem Alter bin ich raus, das habe ich früher gemacht, das mache ich heute nicht mehr. Ich habe die Ghibli Fukubukuro dieses Jahr auch nur bekommen, weil man sie vorab reservieren konnte. Man musste dafür zwar in den Laden gehen vorab und man musste dann natürlich später im Laden abholen, das heißt man musste zweimal hin. Das war der einzige Nachteil, bei den anderen konnte man zumindest telefonisch reservieren. Bei Ghibli musste man direkt im Laden reservieren und ein Formular ausfüllen, auch aufschreiben, wann man die Tüte abholen möchte. Das habe ich in Ikebukuro gemacht und es gab nur eine pro Person und meine Freundin wollte auch. Da brauchte ich ein wenig Hilfe. Bei der 2. Tüte hat mir die liebe Natalie ein wenig geholfen und beim Abholen war mein Mann mit dabei. Das heißt, es hat zum Glück geklappt und dadurch konnte ich mir 2 sichern. Sie sind ziemlich unterschiedlich. Die eine ist ziemlich schwer, die andere etwas leichter. Ich habe mich daher entschieden, da die andere ja versandt wird, dass wir ein bisschen Versandkosten sparen und ich habe mich für die schwere entschieden. Die wiegt ein ganzes Stück, die wird beim Versand nämlich teuer. Dann bekommt nämlich meine Freundin hier die etwas leichtere. Wir schauen aber erstmal rein, was in meiner drinne ist und dann zeige ich euch noch ein kleines bisschen was von der hier. Ich finde die Taschen dieses Jahr ganz süß, die kann man schön über die Schultern hängen, die kann man auch zum Einkaufen, zum Ausgehen benutzen, die sind wirklich ganz nett. Eine schöne große Tasche, wo man viel mitnehmen kann. Der Ghibli-Schriftzug ist nicht zu groß, das heißt, man kann sie auch allgemein benutzen und es fällt nicht gleich direkt auf, dass es eine Ghibli-Tasche ist, also sehr, sehr süß gemacht. Allerdings grün. Ich bin jetzt nicht so der Grün-Fan, ich weiß noch nicht, was ich mit der Tasche anstellen werde, ob ich sie behalte oder ob ich sie weiterverkaufe. Aber sagt, sie ist eigentlich ganz nett, die ist aus diesem typischen Stoff für Taschen und ja, wir schauen jetzt mal rein. Auch hier habe ich natürlich vorher schon einmal ausgepackt und geguckt, was drin ist. Ich habe auch wieder die Folie entfernt. Die Sachen waren fast alle wieder einzeln eingepackt. Und ja, wir fangen mit einer Sache an, über die ich mich sehr gefreut habe. Das ist einmal hier, tada! Eine kleine Brotdose mit Kiki. Die ist sogar aus, wie ihr hören könnt, die ist ein bisschen aus Stahl. Das ist eine Stainless Dose. Man hat hier auch ein paar Beispiele, was man drinnen machen kann. Es steht allerdings auch drauf, dass sie nicht für den Ofen oder für die Mikrowelle geeignet ist. Also vorwiegend eine Aufbewahrungsbox. Die ist wirklich sehr, sehr süß. Ich hole sie mal raus. Mit dem Design von Kiki oben drauf. Und es passt wirklich sehr viel rein. Mein Mann kocht immer sehr viel vor. Das heißt, wir können sie gut als Aufbewahrungsbox benutzen für Essen. Dann noch etwas für die Küche oder zum Benutzen allgemein. Das ist dieser süße Plastikbecher von Totoro. Wo ist hier? Da unten könnt ihr ihn sehen.
Das ist sehr, sehr niedlich gemacht. Ich finde das Design wirklich sehr, sehr süß. Ist auch der Strohhalm mit dabei. Das heißt, man braucht nicht extra mal einen Strohhalm. Den kann man waschen. Und ja, wirklich ein niedlicher Tumbler. Den werde ich dann wahrscheinlich im Sommer benutzen, wenn ich meinen kalten Tee mache mit jede Menge Eiswürfeln und Tee drin. Und dann kann man den schön draus trinken. Das ist wirklich ganz nett. Der ist wirklich ganz praktisch und ja, über den freue ich mich auch sehr. Den werde ich sicher benutzen. Er ist auch ziemlich groß, es passt ziemlich viel rein. Es steht nicht drin, wie viele Milliliter reinpassen. Aber ja, ich denke mal, es könnte ein halber Liter sein. Also der ist wirklich sehr nett. Dann erinnere ich mich, dass in der Bukebukuro vom letzten Mal, wo ich sie hatte, also vor 3 Jahren, jede Menge Handtücher drin waren. Ich habe hier auch wieder ein Handtuch mit dabei. Ich müsste echt mal nachschauen, ob es das gleiche ist wie beim letzten Mal. Also ich hatte definitiv auch so eins drinne gehabt. Das ist auch von Kiki. Mit der süßen Gigi-Katze drauf. Es ist in Blau. Es hat eine schöne Größe. Also es ist genau die Handtücher, die wir auch normal benutzen. Es ist wirklich sehr süß gemacht. Ja, ein Handtuch für die Küche, fürs Bad. Je nachdem, wo man sich halt die Hände abwaschen muss. Es ist sehr weich, es ist wirklich sehr schön. Und ich glaube, ja, so ein ähnliches Design hatte ich vor 3 Jahren auch schon mal drin. Ich glaube, das ist so der Standard für die Fukebukuro von Ghibli, Handtücher drin zu haben. Hier ist dann noch ein einzelnes Tuch. Einmal von Mary and the Witchflower. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich habe ihn auf jeden Fall auch nur auf Japanisch geschaut. Der lief mal im japanischen Fernsehen. Das ist ein ganz süßes kleines Tuch. Kann man und für unterwegs benutzen oder zum Aufhängen oder als Deko, je nachdem. Und genauso eins ist dann noch von Totoro drin. Tada! Das ist auch sehr niedlich. Ich finde das Design wirklich sehr süß mit den Blumen und den Totoro da unten. Das ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Sagt, hier sind 2 Tücher drin. Je nachdem, ob man sie als kleines Handtuch benutzen möchte, als Deko oder als sonst was. Eventuell auch als kleine Mini-Tischdecke. Die sind wirklich sehr, sehr süß. Dann habe ich hier noch ein kleines Beauty Case oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist auch von Kiki. Es ist überraschend sehr viel von Kiki drin. Ich bin ganz überrascht. Es ist sehr, sehr weich. Es ist eine Art Samtstoff. Es ist wirklich sehr weich. Hat hier unten auch das kleine Hexensymbol drauf. Und ja, hier sieht man auch, die Nähte sind wie Hexen gemacht. Das ist wirklich sehr cool. Es passt auch einiges rein. Es ist ziemlich groß. Man kann die Kosmetik reintun, wenn man jetzt verreist oder irgendwas. Oder ein kleines Täschchen für unterwegs, dass man nochmal in die Handtasche reinsteckt. Für Kosmetik, Stifte, Blöcke, Taschentücher, was auch immer eine Frau mit dabei hat. Ein wirklich süßes, kleines Täschchen. Ich mag vor allen Dingen die Farbe, weil das ist so meine Lieblingsfarbe, dieses Weinrot. Ich glaube, es sieht in der Kamera ein bisschen heller aus. Es ist ein bisschen mehr dunkel. Ich glaube, hier sieht man die Farbe am besten. Wie gesagt, die Farbe gefällt mir auch sehr. Und mal schauen, ob ich es benutzen werde. Ich habe so viele kleine Täschchen auch schon. Aber es ist wirklich sehr süß. Hat hier am Reißverschluss auch eine kleine Schleife. Wirklich sehr, sehr süß gemacht. Dann zeige ich euch noch etwas Kleines, was drin ist. Das ist wieder von Kiki. Ich habe wahrscheinlich eine Kiki-Tüte erwischt. Das ist hier so ein Stift für Bleistifte, wo man die Minen reintun kann. Wie gesagt, mit Kiki-Design drauf. Er ist wirklich sehr, sehr süß. Und ich wollte mir noch einen zweiten kaufen. Ich habe momentan nur einen da, wo die Minen reinpassen. Ich wollte mir noch einen zweiten kaufen, da ich mehrere Stiftehalter habe. Und da passt das. Da brauche ich mir keinen kaufen. Jetzt habe ich einen. Der ist wirklich sehr süß und natürlich auch von der Farbe wieder passend. Sehr, sehr süß und sehr, sehr praktisch. Das ist etwas, was man auch benutzen kann. Und wie gesagt, ich habe etwas Schweres in der Tasche. Das ist auch etwas ziemlich Großes. Ich hatte auch so mal gefühlt, es ist auch etwas ziemlich Hartes. Bom, 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 kann man hören. Das ist dieser Beutel hier und ich muss erstmal schauen, was das ist. Das ist Bettwäsche. Das ist ein Bettdeckenbezug und ein Kopfkissenbezug, ebenfalls von Kiki, in meiner Kiki-Tasche. Und ja, der ist wirklich sehr, sehr schön. Er ist allerdings für ein Einzelbett, haben wir schon rausgelesen. Er ist 150 cm mal 210 cm groß. Unser Doppelbett hat ein bisschen größere Größe. Aber ich denke, ich kann es im Sommer gut verwenden, weil im Sommer schlafen wir oft ohne die Innereien der Bettdecke. Das heißt, wir nutzen einfach nur den Überzug.
Und ja, ich denke mal, da werde ich den dann im Sommer benutzen. Ich finde auch das kleine Beutelchen drumherum sehr süß. Und ja, ich sag, das ist wirklich sehr nice. Da bin ich dann schon gespannt, wie es aussieht, wenn ich es mal ausprobiere auf dem Bett. Aber das wird wahrscheinlich ein klein wenig dauern. Aber eventuell werde ich demnächst schon mal den Kopfkissenbezug versuchen, irgendwo hinzumachen. Also ich finde das Design wirklich sehr niedlich. Ich komme mal ein bisschen nah an die Kamera dran, ob ihr das sehen könnt. Also vorwiegend mit der Katze drauf. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Also da freue ich mich wirklich drüber. Das war aber allerdings auch schon das letzte Stück, also es sind insgesamt 8 Items enthalten. Die Fukubukuro selbst hat 4000 Yen gekostet, das heißt um die 35 Euro. Ist mit 8 Items drin, also auch ein guter Preis, vor allem wenn man dann sowas Großes drin hat, wie eine Bettwäsche und eine große Brotdose. Die hat mir wirklich sehr gefallen, ich finde die Sachen sehr interessant. Die Dose und den Tumbler werde ich definitiv benutzen, den Bleistift auch, das hier auch. Bei dem Handtuch wird in unsere große Ablagerung landen oder eventuell werde ich es auch weitergeben. Bei den kleinen Handtüchern weiß ich es noch nicht ganz genau. Aber die meisten Sachen haben mir gefallen und deshalb finde ich diese Fukubukuro für mich echt klasse. Und ich hatte meine Freundin vorher gefragt, ob ich ihre auch zeigen darf. Sie hat zum Glück ja gesagt und deshalb schauen wir auch hier nochmal rein. Hier ist natürlich alles noch in Plastik verpackt, weil die Sachen ja nicht mir gehören. Aber es ist sehr viel ähnlich. Also hier ist genau der gleiche Tumbler drin. Dann ist auch genau die gleiche Dose drin. Ich schätze mal, die wird in vielen Sachen drin sein. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo Muster haben, dass in einem Fukubukuro ungefähr 4, 5 Sachen gleich drin sind und dann der Rest unterschiedlich. Es ist zumindest bei meinen so, dass ich 1, 2 Sachen gleich habe. Hier ist auch das gleiche kleine Tuch drin. So rum. Und auch genau das gleiche Handtuch. Dann ist auch hier ein Bleistift drin, allerdings diesmal von Totoro. Der ist auch super, super niedlich. Den finde ich auch richtig toll. Mit den kleinen Totoro drauf. Hier sieht man, glaube ich, am besten das Design. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Und hier ist auch noch ein weiterer Stift drin. Diesmal wieder von Kiki. Das ist ein Marker mit der Katze drauf. Hier ein neongelber Marker. Marker kann man eigentlich immer gebrauchen. Dann geht es hier weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich mache es aber nicht auf. Das ist ein kleines Portemonnaie oder eine kleine Geldbörse mit Totoro-Design, wie man eventuell erkennen kann. Hier ist ein Totoro und es hat sehr viele Blümchen drauf. Das ist auch sehr, sehr niedlich. Und hier steht ausnahmsweise mal der Preis drauf. Allein dieses kleine Portemonnaie kostet normal im Laden 3000 Yen plus Steuern, also 3300. Also allein das kostet im Laden 30 Euro und man hat für die komplette Fukubukuro 35 bezahlt. Also sie geben dann schon Sachen weiter, die wirklich mehr im Wert haben, allerdings die meisten ein bisschen älter sind, die eventuell Ladenhüter sind, die sie nicht verkauft bekommen haben. Aber meist ist in der Fukubukuro das 2- oder der 3-fache Wert der Waren drin. Auch hier ist etwas Größeres drin, das ist diesmal nicht so schwer, weil da nicht so eine fette, dicke Pappe drin ist. Das ist ebenfalls ein Kopfkissenbezug, den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Der reflektiert hier ein bisschen, das ist von Castle in the Sky. Ein Kopfkissenbezug mit der Burg drauf. Und ja, die ist wirklich sehr schön gemacht. Das sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Das kann ich mir richtig gut als Kissen auf der Couch vorstellen. Das sieht wirklich sehr cool aus. Und damit ist auch diese Fukubukuro leer. Es sind, glaube ich, ebenfalls 8 Items enthalten, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ja, ich zeige euch alles jetzt nochmal hier im kleinen Überblick. Starten wir von der Tüte aus. Da haben wir hier noch einmal das kleine Täschchen. Die 2 kleinen Tüchlein dazu. Das Totoro-Design finde ich immer noch sehr toll. Dann einmal die Blechdose mit Kiki drauf. Der Bleistift. Die Bettwäsche, das blaue Handtuch und der Totoro-Becher. Und hier dann auch nochmal die Tüte von meiner Freundin, ebenfalls mit dem Becher, der Blechdose und den 2 gleichen Tüchern und dem Handtuch. Dann das kleine Portemonnaie, der Bleistift, der Marker und der schöne Kissenbezug, der wirklich sehr viel Platz einnimmt. Ja, ihr Lieben, das waren wie gesagt die 2 Ghibli Fukubukuro, die ich dieses Jahr aus dem Laden holen konnte. Eine davon ist für mich, eine für eine Freundin.
Und ich hoffe, es war für euch interessant zu sehen, was dann in der Ghibli Fukubukuro drin ist. Ich bin gespannt, wie sie die ganze Sache nächstes Jahr handhaben werden. Ob sie das wieder mit Vorreservierung machen oder ob man wieder früh aufstehen muss. Mit Vorreservierung würde ich überlegen, mir eventuell wieder eine zu holen. Mit früh aufstehen, nein. Aber für Fans kann ich diese Fukubukuro wirklich nur empfehlen. Ich hoffe seit Jahren, dass sie irgendwann mal online anbieten werden, weil es gibt ja einen Online-Shop von Ghibli, aber die Fukubukuro hat es da noch nie reingeschafft. Wahrscheinlich ist da auch der Andrang zu hoch, aber man weiß ja nie, was sie sich einfallen lassen. Das war dann auch mein 4. Fukubukuro-Video. Wie schon gesagt, es wird noch ein 5. geben. Da zeige ich euch nicht nur eine Fukubukuro, sondern den ganzen Rest. Ich habe nämlich insgesamt 9 Fukubukuro gekauft und ja, 5 habe ich euch schon gezeigt. 4 kommen noch. Allerdings ist da auch eine ganz, ganz kleine dabei, wo ich nicht viel zu zeigen habe. Aber die anderen 3, die da noch mit dabei sind, die drehen sich alles um Lebensmittel. Das ist eventuell auch ein bisschen interessant für euch. Und ja, seid gespannt auf mein nächstes Video. Ich versuche es relativ bald zu filmen und zu editieren. Und ich hoffe, dass euch auch dieses dann gefallen wird. Wenn euch das jetzige Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein paar Daumen hoch da und schreibt mir gerne auch ein paar Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut, dass bei den letzten Fukubukuro-Videos so viele Kommentare gekommen sind. Vielen Dank. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!